So Freunde, heute schauen wir uns den neuen Duft von Orto Parisi, den Risveglio, mal ein bisschen genauer an. Ihr habt drauf gewartet, ich habe drauf gewartet, jetzt ist er endlich da. Und ob das versprochene Meisterwerk ist, das große Erweckungserlebnis oder ob der gute Gualtieri diesmal tatsächlich ein bisschen zu tief in den grünen Bottich geguckt hat und das Ding ein Totalausfall ist, das klären wir jetzt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's prima. Wir haben das übliche Grundrauschen aus Baulärm und Polizei, also geht's direkt los. Ne, stimmt gar nicht, es geht gar nicht direkt los. Denn falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn das für ein Video unter der Woche? Wir werden versuchen, hier sukzessive auch noch ein zweites Video zu machen. Ich sage, wie es ist, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, das wird jetzt erstmal unregelmäßig passieren. Also erstmal langsam, das muss sich zeitlich, irgendwie beruflich alles noch abbilden lassen, aber wir probieren es. Da gibt es dann entweder so zu einzelnen Themen mal ein Video oder halt eine Einzelrezension zu einem besonderen Duft. Und der Risveglio ist so einfach ein guter Anfang. Das macht Sinn, damit anzufangen, weil das eine Marke ist, die hier oft vorkommt. Wir haben alle drauf gewartet auf das Ding. Und bevor wir damit jetzt richtig reinstarten, das Beste kommt ja mal zum Schluss, wir zögern uns noch ein bisschen raus, reden wir erstmal ein bisschen über Alessandro Gualtieri. Es gab ja immer mal die Anfragen, die ganzen Ranges irgendwie zu machen, Nasomatto, Orto Parisi. Will ich alles machen, aber da ich den Scheiß immer selber kaufen muss, ich habe nicht alle Düfte, müsst ihr da leider noch ein bisschen warten. Wer das alles weiß, was jetzt über Gualtieri kommt, der skippt einfach weiter. Für die, die es nicht wissen, erzähle ich so ein bisschen. Der Typ ist ja Italiener, das wissen wir. Ne? Der kommt aus der Ecke Kalabrien, wohnt mittlerweile in Amsterdam, ne, werkelt da auch rum, hat da auch sein Lab, ist ja auch klar, der Supply an Weed ist da einfach wahrscheinlich besser. Hat gelernt in Deutschland in Holzminden bei Hamann und Reimer. Früher hießen die so, heute heißen die Symrise, ist so eine Aroma Chemicals Company wie Givaudan oder Firmenich. Klingt so ein bisschen wie aus dem Robocop-Film. Symrise, finde ich, klingt irgendwie immer wie so eine endböse Firma aus irgendeinem Cyberpunk-Dingen. Ist egal, hat dann für Versace, Fendi gearbeitet und irgendwann festgestellt, das ist ja total langweilig, da wird man limitiert und da kann man keine Düfte machen, die irgendwie, weiß ich nicht, nach Schweinescheiße riechen. Super. Dann hat er erstmal Nasomatto gegründet, das kennt er ja auch, da gibt es ja den Black Afghano, super bekannter Duft, den Duro, der übrigens entstanden ist, hat er uns damals erzählt, als wir ihn getroffen haben, da hat er so eine Stelle gehabt im Schritt, die hat immer so gejuckt und dann hat er an den Fingern gerochen und das ist dann die Inspiration für den Duft geworden. Ja, oder zum Beispiel der Blamage, das war ein Duft, da ist er einfach nicht weitergekommen, dann wollte er absichtlich einen Fehlgriff kreieren, hat er angeblich sich die Augen verbunden und da wild gemischt. Ich sag's euch, das glaube ich nicht, aber ist eine geile Story und es passt zu Gualtieri. Und ist einfach, das nährt so ein bisschen das Narrativ des verrückten olfaktorischen Künstlers, wofür ich den ja auch sehr schätze. 2014 wurde dann Orto Parisi gegründet, benannt nach dem Garten seines Großvaters. Orto ist irgendwie das Wort für Garten und Parisi ist Vincenzo Parisi ist der Großvater. Und beide, Vater und Großvater, waren halt Metzger. Und da roch es nach allem, was nicht gut ist, ne? Wahrscheinlich irgendwie nach Schlachtabfällen, nach Erde, nach Tod und nach Pilzen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch ein bisschen nach was blumig, herbigen und so. Aber insgesamt ist das so ein bisschen das, wo bei Orto Parisi die Inspiration herkommt. Ne? Während Nasomatto ja bis auf den Sardonaso jetzt nicht so animalisch ist, sondern eher so ein bisschen extravagant, laut, verrückt. Nasomatto bedeutet ja auch verrückte Nase. Ist Orto Parisi halt wirklich so das ehrlich-animalische, dreckige. Und Gualtieri sagt ja auch, die Orte des menschlichen Körpers, die am meisten Geruch absondern, da sammelt sich die Seele. Ne? Da macht er jetzt mal mit, was er wollt. Wenn man diese Orto Parisi Boxen aufklappt, könnt ihr mal machen, falls einer von euch eine da hat, guckt da mal rein. Da ist so, auf diesen Seiten ist so ein Pattern, so ein dunkles, braun-schwarzes. Da kann man nicht so richtig erkennen, was das überhaupt ist. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so Haare und so. Das ist eine Großaufnahme von dem Arschloch eines Wildschweins. Also, sag ich euch nur. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Orto Parisi an sich. Ne? Denn da kennt ihr ja wahrscheinlich die Range. Ne? Das wurde ja auch immer schon mit diesem ganzen, ich sag jetzt mal so ein bisschen körperlich-fäkalen gespielt. Beim Seminalis war es eher so der aphrodisierende Duft, der irgendwie mit Sperma und so da kokettiert hat. Und der Stirk ist der Duft, der dann irgendwie nach Scheiße und Dung und Mist riecht, was ich auch nicht finde. Ist ein schöner, eigentlich im Kern so ein Anis-Rosenduft mit ein bisschen gebrannter Mandel, herrlich. Und ja, das ist dann, haben sie da halt ihr Ding gemacht. Und was wichtig ist, es gibt diese Tücher, sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Vollen schöpfe, es gibt diese Sprühtücher, ja, also andere Marken haben so Teststreifen, bei Orto Parisi gibt es so Tücher. Und da gibt es eins, da ist so ein dadaistisches Bild drauf, da ist so eine Pflanze, die raucht, ne, in so einem Blumentopf und so, alles so ein bisschen schäbig. Und dann gibt es da so eine Gestalt, die hat so einen Kanister, da steht dann irgendwie drauf Piste Cheval. Und dann gibt es dann noch so ein Bottich, da steht Boya Butter. Und Piste Cheval ist ein Aromachemical, das heißt P-Cresol. Und das wird eigentlich benutzt, um so tierische Gerüche nachzubilden. Also so Pferdeschweiß oder auch so was Phenolisches, macht so eine Tiernote. Und Boya Butter steht für Blown Out Your Ass Butter. Ja, also der Furz, die Flatulenz, das Fäkale, wie immer. Und das ist so Gualtieris Bezeichnung für Oud, Agarholz. Ich glaube nicht, dass da echtes Oud drin ist. Das sind immer alles sehr synthetische Düfte. Aber das bildet so ein bisschen den Grund vor und das riecht man auch aus allen Orto Parisis raus. Könnt ihr mal machen, wenn ihr die riecht.
Die riechen natürlich nicht gleich, die riechen schon unterschiedlich, aber die Basis ist sehr ähnlich. Und dann natürlich das Übliche, ne? Ambrozinide, Amber Max, Amber Extreme, was da alles so drin ist, für diese Langlebigkeit, die diese Düfte haben. Deswegen sind die so extrem lange auch auf der Haut und gehen so schlecht wieder runter. Das liegt an diesen Ambroziniden, die da in der Basis sind. So, jetzt haben wir genug darüber geredet. Jetzt kommen wir mal zum Risveglium. Hier ist das Teil. Komm, wir gucken es uns mal an. Also die Flasche sieht erstmal aus wie so eine normale Orto Parisi Flasche. Der Juice hier ist auch relativ hell, ehrlich gesagt. Und normalerweise haben die ja oben hier in dieser Kappe, das ist übrigens, das ist immer Messing, antikes Messing, sind immer so Sachen, die den Duft repräsentieren. Beim Sturkis ist das sowas, was so ein bisschen wie so ein Pferdeapfel aussieht. Beim Tironi hat das so ein bisschen was lavaartig Erdiges. Und hier haben wir jetzt das Auge. Ja, da gibt es 7 verschiedene von. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Ich habe jetzt hier das Blaue erwischt. Und es steht halt für die Erweckung. Ja, wie gesagt, inspiriert ist das Ganze von einem Ayahuasca-Trip nach Peru, den er da gemacht hat, wo er dann, wenn man Ayahuasca nimmt, ich habe das wie gesagt noch nie gemacht, ich werde das auch nicht machen, so irgend so eine Pflanze, das wird dann da irgendwie in so einem schamanischen Ritual, in so einer Zeremonie dann da aufgekocht und dann kotzt und dann ganz viel und hat ganz viel Durchfall und sitzt da den ganzen Tag auf dem Eimer und zittert und stirbt halt fast, hat man so eine Nahtoderfahrung und das öffnet dann irgendwie das 3. Auge und dann kann man plötzlich die Realität besser erkennen. Alles klar. Das nur dazu. Da gab es ja auch diesen Release-Trailer, den haben wir hier schon mal eingeblendet. Ich blende ihn jetzt trotzdem nochmal ein und packe den Link auch unten in die Videobeschreibung. Warum wir uns das jetzt doch nochmal angucken, obwohl wir es schon mal hatten, ist, da werden eigentlich alle Orto Parisi-Düfte so einmal abgefrühstückt. Da gibt es den schwarzen Mund, den Bucanera und diese Unterwasserlandschaft, ne, was dann da irgendwie für den Megamare steht. Es ist also scheinbar so ein bisschen die Evolution der Orto Parisi-Düfte bis hin zum Risveglium. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, dann haben wir das einmal abgehakt. Wie gesagt, falls ihr das Ding schon kennt und jetzt hierhin geskippt habt, auch gut. Und dann gab es noch ein zweites Video, das blende ich jetzt aber nur kurz ein, das gucken wir nicht ganz. Auch da könnt ihr in der Videobeschreibung mal schauen. Das war so kurz nach der Ankündigung, nach der Lancierung auf der Essence, gab es dieses Ding mit dieser völlig wilden Zeremonie hier.
So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sollte. Also das ist dann selbst mir ein bisschen zu viel Tralala und Kunst, aber geschenkt. Also wir wissen, wohin die Reise geht. Der zieht's durch, der nimmt's ernst. Also wir sind jetzt hier wirklich in der metaphysischen Welt unterwegs und genau das soll der Risveglium sein. Risveglium, das muss man zu wissen, kommt von Risveglio. Risveglio. Bedeutet Erweckung. Oh Gott. Hast du das ganze Essen eingeworfen? So ist es. Musik! Und das ist hier so ein Wortspiel, was so ein bisschen so ein verballhorntes Lateinisch, also das Wort Risveglium gibt es nicht, es gibt dieses Risveglio. Und dieses andere ist so ein bisschen vielleicht sowas wie elixierartig oder sowas, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte zu diesem Duft und zu diesem Namen. Und der soll jetzt also die Brücke zwischen der physischen und der metaphysischen, der spirituellen Welt sein. Ja, das Tor, die Brücke, die Erweckung. Was habe ich mir jetzt erwartet? Und da kommen wir so ein bisschen jetzt schon so langsam in Richtung Bewertung. Weil es ist ja immer die Frage, findet man den Duft gut und was hat man erwartet? Und das korrespondiert so ein bisschen. Und ich hatte jetzt gedacht, so gerade bei so einem Ayahuasca-Ding, das wird so ein bittergrüner Duft, vielleicht mit so Galban und vielleicht so ganz schrägen Noten wie Teebaum oder sowas, ne? Oder Artemisia oder so. Und was kriegen wir jetzt hier? Wir kriegen tatsächlich einen zitrischen Duft. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt eine Kopie vom Bergamasque? Nee, würde ich nicht sagen. Der Bergamasque hat ja so diese wirklich krasse Bergamott- und animalischer Moschusnote, was so ein bisschen so eine vergorene Bergamottnote macht. Aber es gibt trotzdem Ähnlichkeiten, weil auch der Bergamasque was Erdiges hat, was der hier auch hat. Hier hat man eigentlich, ich glaube, so eine Art Grapefruit-Opening, aber auf meiner Haut und auch bei anderen Leuten, mit denen ich jetzt schon sprechen konnte, das gibt so eine Fanta-Lemon-Note. Erkennt ihr diese grün-gräuliche Fanta? So ein bisschen in die Richtung geht das, dann ist da was total Erdiges drin. Ich würde da jetzt mal auf Geosmin tippen. Wie gesagt, Noten sind nicht veröffentlicht, das ist meine Interpretation. Das ist, weil das so ein sehr feucht, erdiges Ding ist und Geosmin ist so ein Aromachemical, was diese Erdnoten im Endeffekt macht, ne? Dass das so wirklich auch so in diesem Petrichor, kennt ihr das, dieser Geruch von Regen auf feuchter Erde, das ist immer Geosmin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier drin ist. Das kommt auch relativ schnell dann schon durch, also es ist halt eine sehr dreckige Grapefruit. Erstmal eine süß-synthetische, wie gesagt, dieses Fanta-Lemon-Ding, dann wird so feucht, erdig. Und diese Mischung aus diesem irgendwie zitrischen, aus diesem ja auch so ein bisschen säurelastigen Opening mit diesem Erdigen, das gibt so eine leichte, und das hat auch auf Parfumo schon jemand geschrieben, finde ich sehr witzig, weil diese Assoziation hatte ich auch, so eine rote Beete-Note. Was jetzt nicht schlimm ist, das passt schon irgendwie in diesen Orto Parisi-Kosmos. Dann hat sie was dezent Rauchiges, vielleicht so ein bisschen was Vetiver-artiges wie im Encre Noir, also jetzt nicht so einen ganz krassen Zypriol-Rauch, sondern eher so diesen trockenen Rauch, der so vom Vetiver kommt, vielleicht ein bisschen Patchouli. Und untenrum hat man dann die typische Orto Parisi-Basis aus diesen Ambrozeniden, ne, was auch dazu führt, dass der Duft wirklich extrem lange hält. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Sillage ist, ne, weil man riecht sich selber am Anfang immer stärker, irgendwann wird man ja auch so ein bisschen duftblind. Ich will das auch nicht jetzt bewerten, ne, das ist auch auf jeder Haut anders. Ich kann nur sagen, ich habe den ganz gut wahrgenommen, bei mir hat der auch recht lange gehalten, also ich habe den irgendwie auch nach dem Sport, nach dem Duschen noch drauf gehabt und ja, ich habe den tatsächlich mal zum Sport getragen, das mache ich eigentlich nicht, aber ich musste den ja jetzt mal testen für dieses Video und dann, wenn ich dann sage, ja nee, zum Sport geht nicht, also man muss den dann ja auch mal den ganzen Tag drauf haben, bringt ja auch nichts, wenn ich den ja 10 Minuten vorher aufsprühe, dann sage, ah ja, riecht ja klasse und dann euch hier irgendwas vom Pferd erzählt. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Duft, der ist okay, das ist ein guter Duft, ein zitrischer Duft, der ist auch irgendwie spannend. Ob ich den, weil ich versuche hier wirklich objektiv zu bleiben, obwohl ich Gualtieri mag, ob ich den mir gekauft hätte, wenn es kein Orto Parisi ist, ich glaube nicht. Also ich finde zwar dieses Erdige spannend, aber dieses zitrische Opening, es ist so ein bisschen wie ein dreckiger Terre d'Hermès. Also so in die Richtung geht das tatsächlich. Der Terre d'Hermès ist natürlich elegant und sauber und clean und schön und das hier ist so die schmutzige Dreck. Also der Terre d'Hermès hat quasi Ayahuasca getrunken und sich dann 3 Tage im Dreck gewälzt, so riecht das Teil. Ne? Aber wer jetzt sagt, ich kann mit so einer DNA, mit diesem mineralisch erdigen und mit diesem krassen Grapefruit-Opening gar nichts anfangen, dann könnt ihr das skippen. Also ist für mich ein schöner Zitrusduft, passt auch jetzt zum Frühling, Sommer und so und wird bestimmt seine Fans finden. Ich werde den auch tragen, weil es einfach, ich habe nicht so viel Sommerdüfte und ich bin ja auch kein Fan von so Zitrusdüften eigentlich. Wie gesagt, und wäre da diese erdige Note nicht, dann wäre das auch nichts für mich. So kann ich sagen, klar, man hat noch diese typische Orto Parisi-Basis, die auch so ein bisschen vertraut riecht und das ist natürlich auch was einen beeinflusst. Ne? Wenn man da was riecht, was man schon kennt, dann fühlt sich das familiärer an und dann mag man das vielleicht auch einfach mehr. Ist ja wie mit so Pop-Songs, wo eine Melodie ist, die euch bekannt vorkommt, dann hat man das schneller im Ohr oder hat irgendwie schneller ein näheres Gefühl dazu und das ist bei diesem Duft hier auch so.
Insgesamt würde ich sagen, eher in der zweiten Hälfte, also es ist lange nicht der beste Orto Parisi, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Erweckungserlebnis persönlich ist es nicht. Alleine schon deswegen, weil ich was ganz anderes erwartet habe, was viel sperrigeres, was dreckigeres, also animalisch. Wir haben ja gerade über dieses Piste Cheval und Boya Butter, auch das, man findet diese Noten schon irgendwie, ne? Aber sie sind runtergedimmt. Also animalisch finde ich hier nichts, ist wirklich auf ein Minimum, ist da, dass man es gerade noch als Orto Parisi erkennt, aber es ist vor allen Dingen halt dieser erdige Grapefruit-Duft mit so ein bisschen was Pfeffrigen vielleicht noch, also hat so ein leichtes Kribbeln im Antritt, aber das hat mich auch eher an diese Fanta Lemon erinnert, an die Kohlensäure, ne? Also es hat so was Prickelndes, aber es ist jetzt nicht so, dass ein das Ding hier irgendwie vom Hocker haut, weil das so pfeffrig ist. Also das kann man wirklich so als Beinote mitnehmen. Ich sag's nochmal, ne? Also Grapefruit, Fanta Lemon, dann Geosmin, rote Beete, dann Orto Parisi, Ambrozenit, Basis, wie immer. Ob einem das 150 € wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Wenn ihr so eine DNA prinzipiell mögt oder wenn ihr die anderen Orto Parisis mochtet, dann würde ich den auf jeden Fall mal testen. Dann wird das auch auf jeden Fall ein Duft sein, der euch... Also ich bin mir sicher, dass der jemandem, der Orto Parisi mag, gar nicht gefällt. Ne? Also dafür ist er schon typisch als Orto Parisi erkennbar. Aber ob man den jetzt abfeiern würde, wenn es kein Orto Parisi wäre, wenn man nicht diese positiven Assoziationen zu der Marke hätte, weiß ich nicht. Müsst ihr wissen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so in die Welt von Gualtieri einzutauchen und jetzt nochmal so ein bisschen analytisch und vor allen Dingen, ja, ich sag mal, so objektiv wie möglich auf diesen Duft zu gucken. Vielleicht erleichtert euch das die Entscheidung, ob ihr den kauft oder nicht. Wie gesagt, in jedem Fall würde ich den immer erstmal testen. Ihr werdet sehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr vom Resvelium haltet und ob ihr den euch kaufen würdet oder schon gekauft habt und ja, was euer Gefühl diesem Duft gegenüber ist. Ansonsten Lob und Kritik bitte auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, das hilft mir natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, guckt, was wir sonst noch auf dem Kanal gemacht haben. Es gibt noch viele andere schöne Videos. Und dann freue ich mich einfach, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich sage alles Liebe, alles Gute und tschüss!